Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Webinar, in dem es um die berührungslose Schichtigenmessung geht. Mein Name ist Jens Heimanns. Ich bin Geschäftsführer der OptiSense GmbH. Mein Ziel ist es heute, Ihnen die Vorteile dieses Verfahrens anhand eines ausgewählten Anwendungsbeispiels aufzuzeigen. Warum messen wir? Wir messen, um die Qualität zu steigern. Probleme beschichteter Bauteile oder Waren entstehen typischerweise an exponierten Stellen wie Ecken, Kanten oder Biegeradien. Wir wollen die Kosten reduzieren. Im Qualitätsmanagement gibt es eine sogenannte Zehnerregel. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet sie, je später ein Fehler erkannt wird, desto teurer ist seine Beseitigung. Wir messen, weil es Kunden fordern. Aufgrund von funktionsrelevanter oder sicherheitsrelevanter Bauteile müssen Dokumentationen erfolgen. Und wir messen wegen der Prozesssteuerung. Die Prozesssteuerung nimmt einen ganz wichtigen Punkt ein, denn durch die Auswertung und Analyse der Messergebnisse ermöglicht es dem Nutzer, in den Prozess steuernd eingreifen zu können. Wir vom OptiSense-Team unterstützen Sie bei diesen Gründen, sie zu realisieren. Das führt zu der Frage, wer ist OptiSense? OptiSense wurde 1998 vom Fraunhofer Institut als Spin-off gegründet. Damals war der Firmensitz Bochum, heute ist es Haltern am See. 1999 haben wir den ersten photothermischen Schichtigensensor entwickelt für eine Industrieanwendung mit Robotergebrauch. Seitdem haben wir Patente angemeldet und unser Portfolio bedarfsorientiert erweitert. Wir können heute mit Fug und Recht behaupten, dass wir führend in der berührungslosen Schichtigenmessung sind. Wie setzt sich unser Portfolio zusammen? Wir bieten Offline- und Inline-Messverfahren an. Offline-Messverfahren sind zum Beispiel für Handgeräte gedacht, die Stichprobenmessungen machen. Sie bieten einen günstigen und einfachen Einstieg in die Schichtigenmessung. Der Benutzer, der Mitarbeiter kann im Beschichtungsprozess flexibel das Messgerät einsetzen und die Messwerte erfassen, während die Qualitätskontrolle hinterher mit unserer Bediensoftware die Daten auswertet und analysiert. Handmessgeräte eignen sich insbesondere für stichprobenartige Messungen auch, für große Bauteile oder für Kleinserien. Sämtliche Kalibrierungen und erfassten Messergebnisse können 1:1 auch auf Industrielösungen übertragen werden, wenn dies gewünscht ist. Das Inline-Messverfahren eignet sich insbesondere für große Stückzahlen und schnelle Taktraten. Durch die Möglichkeit, mehrere Messköpfe anzuschließen, sind wir in der Lage, komplexe Geometrien an mehreren Referenzpunkten zu messen. Unser Portfolio an Sensoren ist sehr umfangreich und kann sowohl für Handmessgeräte als auch für Industrielösungen verwendet werden. Sie sind durch ihre sehr leichte und kompakte und kleine Bauform insbesondere geeignet, platzsparend genutzt zu werden und auch für den Robotereinsatz brauchbar. Sie unterscheiden sich insbesondere durch ihre Größe des Messfleckes, durch die Lichtquelle und Wellenlänge, aber eben auch durch die Möglichkeit, unterschiedliche Abstände zum Messobjekt einzunehmen. Die durch unsere PaintChecker-Modelle erfassten Ergebnisse können über verschiedene Bussysteme dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, um Auswertungen und Analysen zu fahren und sie entsprechend auch zu dokumentieren. Ich möchte Ihnen noch kurz das photothermische Messverfahren erläutern. Grundsätzlich wird das photothermische Messverfahren für unterschiedliche Beschichtungen wie Pulver, Lacke, Glasuren verwendet, auf metallischen und nichtmetallischen Untergründen. Dabei werden die unterschiedlichen thermischen Eigenschaften von Substrat und Beschichtung genutzt, um die Schichtdicke zu berechnen. Die Oberfläche wird dabei durch einen kurzen, intensiven Lichtimpuls um einige Grade erwärmt, dringt in die Oberfläche ein und kühlt anschließend durch Ableiten der Temperatur wieder ab. Dieser zeitliche Temperaturverlauf wird durch einen hochempfindlichen Infrarotsensor erfasst und in Schichtdicke umgerechnet. Wenn Sie mehr Informationen zu dem photothermischen Messverfahren wünschen, verweise ich gerne auf unsere Homepage. Kommen wir nun zu unserem Anwendungsfall, der ILB, der Industrielackierung Biedermann aus Saalfeld in Thüringen. Sie wurde 1991 mehr oder weniger als Garagenfirma gegründet und ist heute ein hochautomatisiertes Lackierzentrum mit ca. 100 Mitarbeitern. Sie haben sich insbesondere auf die
Beschichtung von Ultraschallsensoren im Automotive-Bereich konzentriert. Und genau um dieses Thema geht es. Es geht um PDC-Sensoren. Sie alle kennen diese PDC-Sensoren, die den Abstand von einem Hindernis zum Automobil berechnen oder detektieren und durch auffällige Piepgeräusche sich charakterisieren. Ein solcher PDC-Sensor besteht aus einem Ultraschallwandler, einer Membran, einer Auswerte- und Sendeelektronik, die durch eine Schutzkappe abgedeckt werden. Diese Schutzkappe wird in unterschiedlichen Farben lackiert. Und genau diese Lackierung auf der Schutzkappe hat einen wesentlichen Einfluss natürlich auf das Messergebnis. Variiert die Beschichtung zu stark, kann es zu einer Verfälschung des Messergebnisses kommen und im schlimmsten Fall zu einer Kollision mit dem Hindernis. Ist die Schichtdicke zu dünn, kann es zu Beschädigungen auf dieser Beschichtung kommen, aufgrund natürlich der bekannten äußeren Einflüsse wie Steinschlag, Kälte, Nässe etc. Vor diesem Hintergrund ist die Beschichtung auf diesem Bauteil sicherheitsrelevant bzw. funktionsrelevant. Wir müssen sie messen. Eine einfache Stichprobenmessung reicht hier nicht aus. Wir brauchen eine 100% Kontrolle. Wie sieht der Beschichtungsprozess aus? Wie Sie anhand dieser Grafik sehen können, kommen die Bauteile aus der Pulverkabine mit einer sehr dünnen, hochempfindlichen Pulverschicht raus, fahren durch den Ofen und kühlen anschließend ab und härten aus. Mit einer tangilen Messung können Sie die Pulverschicht nach der Pulverkabine nicht messen, das würde die Pulverschicht zerstören. Da wird am Ende des Prozesses gemessen. Sie können sich nun vorstellen, diese Bauteile haben einen Durchmesser von ca. 20 mm, eine Höhe von 10 mm. Das Transportband umfasst ca. 12 Meter. Was für ein Ausschuss entstehen kann, wenn am Ende des Prozesses die Messung ergibt, die Anforderungen an die Beschichtungsdicke ist nicht erfüllt. Gesucht wird daher ein Messverfahren, das viel früher im Prozess ansetzt, um teure Prozesse wie des Entlackens, der Überbeschichtung oder der Entsorgung zu vermeiden. Welchen Herausforderungen waren wir gegenübergestellt? Wir haben sehr beengte Platzverhältnisse vorgefunden, was natürlich klar war, weil es sich um eine Bestandsanlage handelt. Die Konfiguration der Bauteile war herausfordernd. Wie schon erwähnt, umfassen sie eine Höhe von ca. 10 mm, die aber eine Varianz von 1-2 mm aufweist. Auch umfasst sie gewisse Krümmungen. Das heißt, es ist eine sehr genaue Messung erforderlich. Des Weiteren war eine sehr hohe Taktzeit vorgegeben von einer halben Sekunde. Wie sah die Lösung aus? Wir haben direkt hinter der Pulverkabine unser Messsystem installiert, sodass die Bauteile nach der Kabine berührungslos gemessen werden konnten. Die Taktzeit von 150 Teilen in der Minute haben wir erfüllt. Die Messergebnisse wurden direkt an eine Auslesesoftware übermittelt, die die Visualisierung übernommen hat. Anhand eines digitalen Farbbandes oder eines digitalen Toleranzbandes war sofort ersichtlich, welche Bauteile im grünen Bereich sind. Sämtliche Messergebnisse und Daten wurden zusätzlich noch an die ILB-Datenbank übermittelt. Wie sehen die Vorteile der berührungslosen Schichtdickenmessung insgesamt aus? Wir haben aufgezeigt, wie eine automatisierte Fertigung durch eine automatisierte Qualitätskontrolle unterstützt werden kann. Durch das Vorziehen des Prozesses Qualitätskontrolle viel weiter nach vorne konnte der Prozess beschleunigt werden, die Pulvermenge reduziert und die Qualität gesteigert werden. Dank der Automatisierung war es auch möglich, den Ressourceneinsatz im laufenden Betrieb effizienter zu gestalten. Und dank der Vernetzung unserer Sensoren konnten wir die realen Zustände aller vordefinierten und die Qualität beeinflussenden Parameter erfassen, aggregieren, analysieren, respektive auswerten und dokumentieren. Und dank der Auswertung war es möglich oder ist es möglich, in den laufenden Prozess einzugreifen und die Menge an Ausschuss massiv zu reduzieren. In der Hoffnung, Ihnen die Vorteile des photothermischen Messverfahrens nähergebracht zu haben, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe noch für weitere Fragen gerne zur Verfügung.